Jedes Jahr zahlst du mehr für Streaming. Die Abos immer mehr, die Preise immer teurer. Dabei sinkt die Qualität, Filme und Serien verschwinden und ein Universum, was gerade neu erschaffen wurde, wird einfach rebootet. Ja, wir reden von DC. DC ist ein perfektes Beispiel dafür, denn in den letzten Jahren sind die Preise gestiegen, die Qualität hat abgenommen und es ist einfach nur noch ein Hin und Her. Wir schreiben das Jahr 2008. In diesem Jahr erscheint ein Meisterwerk, und zwar Batman The Dark Knight. Dieser Film hat unzählige Rekorde gebrochen, unter anderem ein Rotten Tomato Score von 94% und ein IMDb Score von 9,0 von 10 möglichen Punkten. Ein Film, der sowohl bei Kritikern als bei den Fans ins Herz getroffen hat und die Menschen mitgenommen hat. Doch was passiert im Jahr 2023? Da erscheint The Flash, ein Film, auf den sehr viel gesetzt wird. Marketing wird hochgefahren, die Erwartungen sind extrem hoch, doch der Film scheitert. Wir haben hier eine Bewertung von nur 63% auf Rotten Tomatoes und nur eine 6,6 im IMDb-Bereich. Punkte, warum der Film untergegangen sind unter anderem unfertiges CGI, Kontroversen hinter den Kulissen und ein Multikill im Multiversum, der eigentlich keine Konsequenzen hat. Doch es wird noch besser. 2023 hält für uns auch noch Aquaman The Last Kingdom bereit. Auch da ein Film, der komplett beim Publikum vorbeischießt. Trotz Starbesetzung hinter allen Erwartungen. Auch hier haben wir Charaktere, die keinen Menschen interessieren, und der ganze Inhalt des Films wirkt wieder hingeschmissen. Wir haben keine roten Faden und der Film weiß eigentlich nicht selbst, was er ist. HBO Max. An dem werden wir jetzt sehen, dass die Preise nach oben gegangen sind. Denn zwischen 2020 und 2025 gab es einen Preisanstieg von 23%. Das heißt, Abos, die 14,99 gekostet haben, kosten im Schnitt jetzt 18,49 und dabei werden von HBO Max mehrere Serien und Filme entfernt. Die Auswahl wird immer geringer, der Preis geht nach oben und sogar die Werbung wird eingebaut. Heißt, ihr müsst sogar jetzt noch Werbung schauen, einen höheren Preis zahlen und es gibt nichts mehr richtig zu schauen. Das ist das, was von euch bei HBO Max hängen bleibt im Jahr 2026. DC Studios ist eine Kampagne mit keiner richtigen Orientierung. Denn statt ein Problem zu lösen, wird immer wieder auf ein Reboot gesetzt und ein Universum, bevor es richtig erschaffen wurde, schon zurückgeworfen und wieder ins Anfangsstadium versetzt. Dabei gibt es keine Sicherheiten mehr, was Qualität oder Stabilität im Universum angeht. Heißt, man kann sich auf keine Zeitlinien oder ein einheitliches Konzept verlassen, genauso wenig wie man sich auf gute Qualität verlassen kann. Denn zwischen den Serien und Filmen gibt es enorme Schwankungen und Abweichungen, wodurch es einfach für einen klassischen Zuschauer wie dich und mich es schwer zu macht, DC Studios überhaupt noch ernst zu nehmen oder diesem Unternehmen Vertrauen zu schenken. Denn DC Studios hat in den letzten Jahren allein im Jahr 23 schätzungsweise 400 Millionen Dollar verloren. Das heißt, an den Filmen wie Flash wurde 200 Millionen Dollar Verlust festgestellt oder auch an Shazam mit 150 Millionen Dollar Verlust. Das heißt, die Marketingkosten und die Produktionskosten lagen überdurchschnittlich hoch. Der Film hat sich nicht mal ausgeglichen von dem, was ausgegeben wurde. Es wurde kein Gewinn gemacht, sondern nur Verlust. Und das war die letzten Jahre bei DC extrem besorgniserregend, denn die Konstantheit hat sich fortgesetzt und die Filme haben nicht sich mehr rentiert und DC Studios hat eigentlich nur einen Verlust nach dem anderen eingefahren. Doch dann kam der Mann. James Gunn, 2023 ist er der neue CEO von DC Studios, der Head of the Heads und der beschließt, dort eine Runde aufzuräumen. Der hat neue Strukturen reingebracht, Projekte, die in Planung waren, entweder überarbeitet oder komplett gestrichen. Er hat auf eine langfristige Story gesetzt, ein Worldbuilding, was Sinn ergibt. Er hat sich mehr auf Autoren und die Story fokussiert, anstatt irgendwas rauszuhauen, unfertige Produkte fertigzustellen. Ein guter Tendenzanzeiger ist hier der Superman-Film aus dem Jahr 2025, denn dieser Film hat bei Rotten Tomatoes zwischen
83 bis 86% Zuschauerzustimmung erhalten. Das heißt, da sehen wir schon klar an diesem Film, es bewegt sich langsam wieder in den grünen Bereich. Als Fazit bleibt mir nur zu sagen, DC ist neu aufgestellt, DC ist bereit, wieder den Markt zu attackieren. DC hat nicht mehr nur ein loses Konzept von hingeschmissenen Filmen, sondern ein Storystrang, und DC versucht, an die alten Zeiten anzuknüpfen, um wieder hochwertige und gute Filme zu produzieren. 2026 wird für DC ein Jahr sein, in dem es nochmal getestet wird, doch wir bleiben gespannt, wie DC da rauskommt und was für Ergebnisse wir am Ende des Jahres mit euch festhalten können. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr Content sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Video.